Alles klar. Jetzt wollen wir den Respawn-Punkt setzen für den Spielercharakter. In so einem Dungeon Crawler Game, da hat man sowas wie irgendwie Leben, die man so aufsammeln kann. Und man kann diese ganz dann halt nutzen fürs Respawn oder sowas in der Richtung. Zumindest hat man dann diese Respawn-Funktionalität. Oder man kann von irgendwelchen Händlern so, ja, Lebensslots kaufen, damit man halt respawnen kann. Es kommt natürlich auf das Spiel an, das man hier abbilden will. Jetzt so in Richtung Hammerwatch, da kann man halt sowas bei so einem Händler holen. Und bei so einem, ja, Diablo-like Game, da ist es eher so, dass man immer respawnen kann oder jemand anders einen respawnt mit irgendeiner Schriftrolle oder so. Zumindest gibt es dann die Mechanismen, dass man, ja, respawnt. Wir können hier, ja, sowas ähnliches mal machen, so wie in Hammerwatch, dass man, ja, respawnen kann, wenn man halt diese Respawn eingekauft hat oder irgendwie, ja, so einen Counter hat, den man hochziehen lässt durch irgendein Event. Es soll an der Stelle halt simpel sein und insgesamt Spaß machen. Heißt, wenn sich irgendwie Spieler zusammenraufen und zusammen im Multiplayer das ganze Spiel spielen, dann darf das auch mit dem Respawn und den Funktionalitäten dort ein Spaßfaktor werden. Das Ganze kann man über den Player-Controller machen. Hierzu öffne ich mir meinen Main-Ordner und PC Dungeon Player Controller. Der soll halt ein wenig in der Richtung bestimmen, wie viel Leben so ein Spieler hat, damit er respawnen kann. Hier ist es halt gut, ja, unterzubringen im Player Controller, weil der ja immer noch da ist, wenn man so einen Actor halt löscht. Heißt, wenn ich das Ganze in den Stats realisieren würde, oder wenn wir das halt in den Paladin haben würden. Heißt, wir haben ja hier ja auch die Stats und da wäre halt jetzt nicht so der geeignete Ort für den Respawn, also den Counter dafür, wie viel Mal er noch respawnen darf. Es ist ja so, wenn der Spieler halt, ja, dann stirbt, dann wird der Actor ja dann entsprechend zerstört und da hat man dann auch keine Stats mehr. Das heißt, wenn wir den Destroy Actor dann ausführen mit Self, dann ist das halt nicht die richtige Stelle, um das zu halten. Deswegen macht es Sinn, dass wir den PC Dungeon Player Controller nutzen, um das Zählen von den Respawns halt zu halten und können den Spieler dann einfach respawnen lassen, wenn er halt noch Spawnpunkte hat. Heißt im Grunde, dass die Lebensanzahl, die der Spieler hat, im Player Controller dann sind. Und gegebenenfalls werden wir die Stats hier auch noch zwischenspeichern für so ein Reset. Weil der Spieler, der kann ja mit der Zeit auch, ja, sich upgraden, wenn er irgendwelche Boxen halt zerstört oder Gold aufsammelt oder sowas in der Richtung. Dann kann er zum Händler gehen und sowas wie die, ja, Lebenspunkte erhöhen. Und hierfür brauchen wir auch einen Mechanismus, der das Ganze zwischenspeichert. Das heißt, der Player Controller wird auch sowas halten wie, ja, die Geldmenge, die der Spieler so irgendwie zur Verfügung hat und die Sachen, die er bei dem Händler dann, ja, eintauschen kann für irgendwelche Sachen oder für Level-Ups an der Stelle. Und solche grundlegenden Stats, die halten wir immer noch in der Player Base oder im Player Paladin an der Stelle. Das heißt, hier ja, sowas wie die Hitpoints oder die Mana, das braucht man ja für die Kampfgeschehen sowieso. Und alles weitere an Stats und Geld und so weiter, was der dann hat und beim Händler dann eintauschen kann für das Erhöhen der Stats, das kann man dann im, ja, Player Controller dann speichern. Der hält das ja auch noch immer noch dann, wenn, ja, der Actor, der Player dann auch mal stirbt und respawnt, dann kann man das hieraus dann wiederholen aus dem Player Controller. Jetzt können wir dann im PC Dungeon Player Controller eine Variable erstellen. Saved Stats. Das Ganze ist vom Typ Stats. Das heißt unser Structure as Stats. Die wird an der Stelle einfach nur geshared. Das heißt, wir nutzen da die gleiche Struktur. Ihr könnt da aber auch ein anderes Struct erstellen, wenn ihr wollt. Dann braucht ihr eine weitere Variable, sowas wie Player Lives, um die Leben halt zu zählen, damit er auch spawnen kann. Diese Variable ist dann einfach nur ein Integer an der Stelle. Es kann an der Stelle auch replicated sein. Ich denke mal, das macht Sinn dann.
Dann wollen wir uns noch Funktionen dafür erstellen, für die Lives. Das heißt, wir gehen in die Class Settings und dort in die int BB Player Controller, in das Interface und erstellen hier zwei weitere Funktionen. Add Function, Increase Lives, Add Function, Decrease Lives, um die Spawn-Lebenspunkte oder die Spawn oder die Leben zu erhöhen und einmal Decrease Lives für das Vermindern. Danach können wir wieder in den Player Controller gehen und bei unseren Interfaces das erweitern. Rechtsklick, Event Increase Lives und Add Event, Event Decrease Lives. Das ist eine simple Funktion hier. Bei Increase Lives wollen wir es erhöhen. Hierzu holen wir uns Get Player Lives. Plus Operations Add um 1 erhöht. Und setzen das Ganze dann mit Set Player Lives. Und das gleiche hier unten. Ich markiere die zwei hier, Steuerung D. Und ziehe mir hier so ein Minus raus. Subtract um 1. Und dann wird das Ganze mit Set Player Lives hier um 1 verringert. Bei Event Decrease Lives und das Ganze bei Event Increase Lives um 1 erhöht. Das Ganze können wir jetzt in der BB Player Base benutzen. Das heißt, wenn wir dort sind in der BB Player Base, haben wir ja unser Server Spawn Player Char. Das rufen wir auch an. Das rufen wir auch mit auf. Und der soll dann halt den Player Controller dann holen. Mit Rechtsklick. Get Controller Ref. Wenn der Spieler halt Respawn Player Char macht, dann können wir hier bei Controller Ref vom Controller das aufrufen. Decrease Lives Message. Hiermit wird dann halt die Lebenszahl um 1 gesenkt. Die Logik, ob das jetzt kleiner 0 ist oder nicht, oder wenn er ein 1 hatte oder 0, diese Logik können wir dann später in dem Player Controller bis hier noch erweitern. Das heißt, hier an der Stelle werden wir erstmal das so aufrufen, Decrease Lives, unabhängig davon, ob er jetzt genug Lebenspunkte hat oder nicht. Ich meine diese Lebenpunkte oder Level-Ups. Das nächste, was hier dann passiert, ist so ein Respawn, dass der Spieler respawnen kann, so ein Player Respawn. Jetzt können wir in das Interface int BB Player Controller wieder gehen und Add Function Player Respawn hinzufügen. Dieses Event können wir jetzt im Player Controller holen. Das heißt PC Dungeon Player Controller. Das können wir an der Stelle hier unten hinzufügen. Event Player Respawn. Das wird halt ein bisschen größer sein, deswegen hier an den eigenen Platz. Hier oben wird das halt ein bisschen die Übersicht sprengen. Bei diesem Event Player Respawn, da wollen wir halt den Checkup machen. Dieses Player Lives, Get Player Lives, ist das größer als, also greater als 0, B gedrückt halten. Und die Condition als Branch. Das erste ist, ob es mehr als 0 sind, die Spielerleben. Wenn die Condition true ist, dann kann er halt respawnen und wieder spielen. Und bei false, da müsste man so ein Widget starten, als das Spiel zu Ende ist, in Richtung Game Over, Spielende. Setzt da einmal einen Print String. Das ist in Richtung so ein Widget Game Over müsste dann sein. Und im True 2 kann er dann halt weiterspielen. Damit man so ein Spieler halt respawnen kann. Dazu kann man sowas wie Save Points nutzen. Wir haben jetzt noch keins erstellt. Dafür müssen wir halt welche erstellen. Wir können hier erstmal sowas wie eine Location verwenden, an der er dann wiederbelebt wird. Wir können hier den Spawnpunkt nehmen. Bei unserem
Base Char. Dann mal bei Event Begin Play. Da haben wir den Controller aktuell. Bei unserem BP Enemy Base, da nutzen wir sowas ähnliches schon. Das heißt, wir haben hier sowas wie Spawned Location geholt. Weil sowas ähnliches kann man dann für einen Respawn für den Spieler auch erstmal nehmen. Das Ganze können wir dann in den BP Base Char dann in die Elternklasse verfrachten. Oder hier halt machen, dass der Spieler auch so eine Spawned Location hat. Bei Variablen über das Plus. Spawned Location. Das Ganze wird ein Vektor sein. Jetzt kann man bei dem BP Base Charakter den Spawned Location setzen, indem wir Get Actor Location holen und dann Spawned Location hier einstöpseln. Dadurch setzen wir dann Spawned Location auf den Vektor oder auf die Position, wo er am Anfang ist, bei Begin Play. Das Ganze wird dann halt runter vererbt, auch in den BP Enemy Base. Da wollen wir das einmal korrigieren. Der hat uns aus der Spawned Location jetzt eine 0 gemacht, weil die Elternklasse ja auch sowas hat. Gehen wir hin mit Rechtsklick. Set Spawned Location und die 0. Mit Alt können wir das hier rüberziehen. Mit Steuerung. Also mit Steuerung gedrückt halten. Und hier runterziehen. Und von dem oberen auch. Die Spawned Location 0 können wir dann löschen. Beziehungsweise wir können das an der Stelle ja alles löschen. Wir haben das in der Elternklasse ja auch schon gesetzt. Das heißt, das ist an der Stelle schon gesetzt. Wir müssten hier die Spawned Location 0 einmal auswählen. Event Reference. Und im Event Graph haben wir hier die Spawned Location an der Stelle, die genutzt wird bei IE Move To. Die müssten wir hier ersetzen mit Rechtsklick. Get Spawned Location von der Elternklasse. Und die Spawned Location hier einmal löschen. Das ist bei Clear Target gewesen. Und dann schaue ich mal die Spawned Location 0. Event Reference. Dann wird die nicht mehr verwendet. Das war die einzige Stelle hier. Dann können wir hier diesen Spawned Location mit Rechtsklick Delete einmal löschen. Aus der BP Enemy Base. Kompilieren und speichern. So, die BP Enemy Base einmal aktualisiert. Die bekommt das ja vererbt von der Elternklasse BP Base Char. Das heißt, in dem Player Char haben wir dann auch Spawned Location an der Stelle. Damit das in der Elternklasse auch aufgerufen wird, das ist auch sehr wichtig. Das heißt, wir haben ja hier diesen Event Begin Play mit dieser Game-Logik. Die muss in der BP Enemy Base ja auch noch dabei sein. Das heißt, bevor wir hier weitermachen mit der Logik hier, weil das überschreibt ja von der Elternklasse den Event Begin Play, damit wir das nicht einfach überschreiben, sondern auch die andere Logik von der Elternklasse runterbringen. Dann können wir hier mit Rechtsklick auf Event Begin Play, Add Call to Parent Function. Da können wir nämlich die Elternklassenfunktion Event Begin Play aufrufen und danach hier weitermachen mit Movement State. Heißt an der Stelle Parent Begin Play, dann wird er aus der BP Base Char diese Funktion hier aufrufen und in der BP Enemy Base, da wird er erstmal Event Begin Play, damit überschreibt er die Elternfunktion. Das Verschiebene wird hier nochmal aufgerufen, damit das auch ausgeführt wird. Und dann macht er halt weiter mit seiner Funktionalität. Das ist an der Stelle wichtig, wenn wir nicht einfach überschreiben wollen, sondern auch die Funktionalitäten der Elternklasse runterbringen können. Das heißt, Rechtsklick drauf und dann halt die Referenz zum Parent holen. Das heißt, Rechtsklick, Add Call to Parent Function und das Ganze dann aufrufen, damit wir diesen Code hier bei der BP Base Char vorher auch ausgeführt haben und er dann halt mit der Kindklasse hier weitermacht mit Movement State. Wir sehen an der Stelle ja hier oben rechts, dass bei der BP Enemy Base die Elternklasse, die Blueprint Class da BP Base Char ist und das ist im Grunde der Aufruf dann mit Parent Begin Play.
Das so viel zu der Logik. Wenn wir uns das einmal anschauen. Wir haben in der BP Base Char, da haben wir ja die Spawn Location hier. Wir haben allerdings auch diese Duration von 0,6 Sekunden mit Delay. Dann den Controller. Das Ganze möchte man vielleicht nicht aufrufen. Also möchte man vielleicht nicht in der Enemy-Klasse haben. Dann könnte man auch hingehen und das hier dann nochmal aufrufen. Und zwar in der BP Enemy Base. Hier an der Stelle, ich kopiere das mal hier rein. Hier haben wir jetzt den Get Actor Location und dann Set Spawn Location. Diesmal setzen wir aber die Variable von der Elternklasse und überschreiben die. Und dann kann man das hier auch wieder rausnehmen. So haben wir keine Verzögerung bei den Gegnern, wenn die halt starten. Compile and Save. Heißt, wir haben an der Stelle Spawn Location von der Elternklasse genutzt und die einfach nochmal gesetzt. Damit halt diese Methode überschrieben, ohne sie aufzurufen. Bei dem Enemy Base. Die BP Enemy Base können wir jetzt schließen. Und bei dem BP Player Base, das ist beim Spielercharakter, also beim Spieler Base, da haben wir jetzt auch diese Spawn Location an der Stelle und können die dann halt nutzen, weil wir hier diesen Event Begin Play halt nicht überschreiben. Jetzt braucht man natürlich die Information, also wenn der Spieler stirbt, das vom Player Char, da soll die Information ja in Richtung Spielercontroller gehen, also BP Dungeon Player Controller, wenn er halt stirbt. Das heißt, die Information zu Spawn Location hier an der Stelle, die soll halt unser Player Base Richtung Player Controller senden. Jetzt können wir wieder die Interfaces nutzen. Das heißt, unser PC Dungeon Player Controller. Und da im Interface, das der nutzt int BP Player Controller, da haben wir unser Player Respawn. Und hier können wir bei Inputs eine Input-Variable nutzen. Spawn Location, das ist vom Typ Vector. Jetzt können wir von dem BP Player Base dort nach diesem Decrease Lives dann dieses Interface holen. Wir haben hier unseren Controller Reference, den Spieler-Controller, Player-Controller. Und hier können wir das dann rausziehen und mit Player Respawn das Ganze aufrufen. Hier können wir dann die Spawn Location einstöpseln. Mit Rechtsklick. Get Spawn Location. Damit der Korpus halt nicht sofort verschwindet, können wir hier noch so ein Delay machen. Delay. Für 0,6 Sekunden. Und dann den Aktor zerstören. Hier haben wir halt das Ganze dann zerstört. Compile and Save. Und in unserem PC Dungeon Player Controller, da können wir jetzt im Event Player Respawn True Zweig sowas machen wie Spawn Actor from Class. Hier wollen wir halt die Klasse vom Spieler spawnen an der Stelle. Das Ganze können wir dann hier durchreichen mit dem Event Player Respawn. Hierzu öffnen wir dieses Interface. Doppelklick, Player Respawn und bei Inputs eine weitere Input-Variable. Die ist vom Typ BP Player Base und dort die Class-Referenz. Das heißt hier einfach BP Player Base und die Klassenreferenz hier auswählen. Player Class heißt die. Kompilieren und speichern. Jetzt können wir das Ganze hier durchreichen. Heißt, in der BP Player Base haben wir also ein Player Class jetzt. Können wir eine Variable hinzufügen. Player Class. Und die ist vom Typ
BP Player Base und hier auch die Class-Referenz genauso. Compile and Save. Das Ganze können wir dann hier einstöpseln. Die Player Class bei Player Class hier. Kompilieren und speichern das nochmal. Das können wir in dem Player Controller, also im PC Dungeon Player Controller. Da können wir jetzt das Ganze hier einstöpseln. Hier die Player Class an der Stelle bei Class. Dann die Spawn.Spawn. Hier Rechtsklick, Split Structured Pin. Und bei der Collision hier unten Always Spawn, Ignore Collisions. Und hier bei Spawn Location, da holen wir uns die Location hier und addieren da halt mit Plus, Add. Und zwar bei der Z-Achse, da können wir ein bisschen den höher vom Boden halt spawnen, damit er nicht im Boden stecken bleibt oder so. Damit muss man ein bisschen rumprobieren, wie viel man braucht. Vielleicht irgendwie sowas wie 150. Das Ganze kann man dann einstöpseln bei Spawn Transform Location. Wenn der dann respawnt, dann hat er den Spawn-Aktor und was man danach macht ist Possess. Die Return Wall hier ist dann der Pawn hier. Damit wird halt der Controller zu dem Pawn wieder hinzugefügt. Das heißt, diesem Aktor, den wir da gespawnt haben. Das müsste soweit passen. Wir können mal durchgehen, ob das alles auch aufgerufen wird. Wir haben hier die BP Player Base. Also ein Delay noch. Aktor. Das müsste dann auf Serverseite alles laufen. Ich habe den Player Des. Die Multicast. Movement Stop. Hier mal so ein Delay. An der Stelle müssten wir diesen Server Respawn Player Char aufrufen. Das heißt, in der Serie Server Player Des, da brauchen wir nach dem Delay dann noch Server Respawn Player Char. Dann ruft er das auf und geht hier dann durch. Destroy Actor. Hier bei Player Respawn. Da sind wir im Player Controller. Da wird er entsprechend bei Player Lives größer 0. Die Player Lives, die muss man auch setzen, dass die größer 0 sind. Dann das Ganze hier durchführen. Content Browser, Paladin, Player Paladin. Das habe ich im Controller. Das ist im PC Dungeon Player Controller. Da wollten wir auch ein paar Stats speichern. Ich setze mal so Player Lives auf 1, damit es mehr als 0 ist. Compile and Save. Das müsste soweit funktionieren. Oder Player Lives ist jetzt mal ein bisschen mehr, vielleicht 8. Und beim Player Paladin, der hat ja Current auf 9, dann wird er schnell umfallen, aktuell. Das Ganze testen wir hier. Der Wurm wird uns anschießen, wir fallen um und nach einigen Sekunden müssten wir dann wieder aufstehen an unserer Spawn Location. Was man an der Stelle noch machen kann, ist, dass wir diesen Print String, weil er halt noch nicht fertig ist, wenn er aufpoppt, einfach mit Informationen füllt. Sowas wie erstmal die Klasse vielleicht. PC Dungeon Player Controller. Doppelpunkt. Dann haben wir ein Event. Event Player Respawn. Player Lives Branch. Und dann für irgendeine Fehlermeldung. Not implemented yet oder so. Damit bekommt man halt die Info, dass das noch nicht implementiert ist, dieser False-Zweig. Wir spawnen halt an der Stelle noch nicht. Das heißt, wir haben da noch irgendwo noch ein
ein Bug. Wir haben mehr als 5 Leben gehabt. Der wollte uns nicht an den Respawn setzen. Das Ganze braucht hier so eine Player-Klasse. Spawn Location haben wir. Player-Klasse, die wird vom Playerbase übergeben. Und die Klasse muss ja auch mit Leben gefüllt sein. Das heißt, unser Player Paladin, mit dem spielen wir herum. Und hier haben wir die Player Class, die ist jetzt none. Das heißt, ein Respawn geht da an der Stelle gar nicht. Der weiß ja nicht, welche Klasse der dann dort respawnen soll. Beim Player Paladin holen wir bei Player Class dann den Player Paladin an der Stelle, den er dann respawnen darf. Kompilieren und speichern. Wenn wir jetzt das Ganze nochmal spielen, mit dem Player Paladin eingestöpselt, dann müsste er das auch respawnen wollen. Jetzt kommt der Wurm, der schießt und wir fallen. Und nach einigen Sekunden müssten wir bei der Location wieder respawned sein. Ja, da sind wir halt respawned. Das Ganze funktioniert an der Stelle schon mal. Das heißt, wir haben hier so den Respawn. Noch können wir uns nicht bewegen. Das heißt, wir haben noch diesen State gesetzt, dass der sich nicht bewegen kann. An der Stelle. Das Ganze ist mit diesem Can Not Move ausgehebelt, sodass der sich nicht bewegen kann. Wir müssen das wieder zurücksetzen mit dem Event Movement State, also dass er sich wieder bewegen darf. Das heißt, wir haben ihn hier gespawnt und den Controller wieder dem Actor, also dem Player Paladin, wieder gegeben. Hierzu holen wir uns den Player Stunt, diesen Can Not Move State, also der ist ja im Stun-Modus. Set Can Not Move State und der ist dann false, damit er sich wieder bewegen kann. Compile and Save. Mal das einmal testen, ob wir dann uns bewegen können. Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Das heißt, hier an der Stelle ist irgendein Bug noch versteckt mit dem State hier. Jetzt, wenn wir hier reinkommen, dann lässt er mich immer noch nicht bewegen. Das Ganze können wir uns mal ausgeben. Einfach auf den Event Tick. Ein Print String. Cannot Move State. Get Cannot Move State, den können wir dann reinstipseln. Können wir einfach mal schauen, was der dann macht. Das heißt, ich habe jetzt False. Jetzt ist er True. Ich kann nicht bewegen. Und wenn ich respawne, dann wieder False. Das heißt, das wird ja gesetzt. Ich kann aber immer noch nicht da sein. Das hat halt was mit dem Zwischen zu tun. Von der Pawn und wieder herstellen. Wir haben ja hier noch so eine Player Pawn. Die wird ja auch gesetzt, wenn sie nicht valide ist. Ich kann die hier mal reinstöpseln. Get Player Pawn. Die mal ausgeben. Hier haben wir gerade eine Player Star Pawn. C0. Wenn er dann stirbt, ich dann neu starte. Im Server ist die gar nicht da. Wenn die halt nicht valide ist, soll er mir da mit Steuerung D ausgeben. Die war kurz valide und dann wieder invalide. Das war nur ganz kurz zu sehen. Jetzt ist die valide. Und jetzt habe ich kein Print mehr. Das heißt, ich kann mich nicht bewegen. Dann ist die halt nicht mehr valid, weil er den String per Tick nicht mehr ausgegeben hat.
Wir haben das Problem, dass die Playerbaum einfach weg ist. Dann kann ich hier auch nicht mehr weitermachen mit dem Bewegen. Das ist halt so ein Beispiel, wie man halt rangehen kann fürs Debuggen. Mit diesem Event-Tick an der Stelle. Das hier müssen wir mitarbeiten. Das heißt, er geht halt in dieses isNotWallet dann. Und hier wäre halt auch wieder so ein Print-String schön, dass man hier halt sagt, ist nicht implementiert aktuell. Oder irgendwie etwas, was sagt, dass wir uns hier befinden und in einem toten Zweig hier uns befinden. Das wird das Debuggen ein bisschen einfacher machen. Man wird an der Stelle halt sowas machen wie, also wenn man das neu programmieren würde, wäre halt schön, sich auch Infos zu geben in so einem Branch, der dann halt leer geht. Über so einen Print-String, der dann hier reingeht, wenn das Ganze nicht valide ist, kann man etwas ausgeben wie Player is not wallet. Und davor wird man halt sagen, von wo das kommt. PC Dungeon Player Controller. Input Access Move. Das in der Richtung. Das ist halt so eine, sensible Sache mit der Player Pawn. Solche Sachen wie, dieser Falszeug hier, das ist vielleicht nicht so wichtig zu kommentieren. Aber zumindest wissen wir dann, dass wir einfach dort in eine nicht gesetzte Player Pawn laufen. Das will ich jetzt einmal hier erledigen und dann resettet er den. Wir spawnen hier unten und wir sehen dann halt, dass in der Klasse da das Ganze mit einer nicht validen Player Pawn weiterlaufen will. Wir müssen halt diese Variable neu setzen. Heißt hier unten Event Player Respawn, wenn wir den Spawn Actor dann haben und den an der bestimmten Location Spawn von der Klasse und den Controller wieder gesetzt haben, dann das Bewegen halt einschalten. Dann müssen wir natürlich den Player Pawn wieder setzen mit Rechtsklick. Get Controlled Pawn. Set Player Pawn. Das ist hier unsere Variable Player Pawn an der Stelle. Dann haben wir die wieder gesetzt. Und das Ganze jetzt ausführen. Kompilieren und speichern. Und der Gegnerwurm uns dann trifft. Wir dann nach einigen Sekunden respawnen. Dann müssten wir uns wieder bewegen können. Ich habe mir das mal angeschaut. Das heißt, das ist an der Stelle soweit richtig. Es funktioniert nur für den Client nicht. Das heißt, der Server, der kann sich danach wieder bewegen. Beim Client habe ich es halt probiert und das funktioniert nicht. Das liegt daran, dass das nicht replicated ist. Heißt, unsere Player Pawn ist an der Stelle nicht replicated. Wir gehen dann hin, wählen die Player Pawn aus und bei Replication wählen wir Replicated aus. Compile und Save, sodass die Player Pawn hier replicated ist. Und damit funktioniert das auch bei dem Client. Und der kann sich dann wieder bewegen. Das gleiche auch mit dem Server, dass er sich dann bewegen kann. Das nächste, was wir uns anschauen, ist das mit dem Player Lives. Das wird halt hier diesen String ausgeben müssen. Das heißt, wenn der Player Paladin in seinem Controller hier in den Class Defaults dort Player Lives 1 hat, dann müsste das ja soweit aufpacken. Das heißt, der kann dann ja nur einmal respawnen. An der Stelle dann, dass die PC Dungeon Player Controller Access Move Player Pawn ist nicht mehr da. Wir haben einfach Player Pawn. Player ist 1. Das passt halt an der Stelle. Das heißt, wir haben dann 0. Der wird ja das decreasen und kommt dann erst hier hin. Hier mit dem Decrease Lives. Und an der Stelle hat er ja dann 0. Dann kommt er gar nicht weiter. Da können wir uns dann den
Output-Log mal anschauen, ob wir überhaupt hier reinkommen. Wenn wir hier jetzt im Level, Window und dann uns den Output-Log anschauen, der müsste uns das hier anzeigen an der Stelle. Das heißt nicht die Axis, sondern genau, da hat er das Event not implemented jetzt an der Stelle. Wenn Player respawn, Player lives, branch not implemented yet. Das hier kommt da auch rein dann. Sodass, wenn wir halt weniger als 0 Leben haben, der uns dann in den False-Zweig hier reingeht. Das war jetzt ein bisschen Debugging-lastig und wir haben ein kleines Respawn-System realisiert. Das könnte man noch erweitern an der Stelle. Die Grundfunktionalitäten haben wir jetzt schon mal, sodass wir hier an der Stelle weitermachen können. Als nächstes halt mit dem Dungeon, den wir aufsetzen. Ich setze hier mal nochmal auf 9 Leben oder 8, 9 Leben so. Danke fürs Zuschauen an der Stelle und ich sehe euch dann einfach im nächsten Video. Bis bald!